Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns vom Mystery Ranch, der Beartooth. Mystery Ranch ist bekannt für hervorragende Rucksäcke im Bereich Militär, Taktik, Law Enforcement, Feuerwehr, EDC und natürlich auch für die Jagd. Aus deren Sektor bzw. aus dem Jagdsektor behandeln wir heute den Beartooth. Der Beartooth und der Sawtooth sind beides Rucksäcke für den Jagdbereich mit einem größeren Volumen, in diesem Fall hier von 85 Litern und mit einem außenliegenden Tragegestell. Dazu kommen wir gleich. Gehen wir einmal kurz über die Spezifikationen. Ihr habt hier eine Gesamthöhe von 77 cm und eine Breite sowie Tiefe von ca. 40 cm plus minus 2 cm. Das hängt natürlich immer davon ab, wie weit ihr das Ganze hier auseinanderzieht oder komprimiert. Verwendet wird 500D Cordura. Wir haben bei der Hardware Duraflex im Einsatz und hier auch ganz schön die Duraflex Buckles, die ein Locksystem haben. Das heißt, dass gerade bei den Kompressionsriemen, die nicht häufig nachgespannt werden, wie zum Beispiel beim Topteil, das ist ja was man relativ häufig nachspannt, da ist ein ganz normaler Duraflex-Verschluss im Einsatz und hier die anderen Verschlüsse, die haben hier alle ein Locksystem, wo ich dann, wenn ich das Gurtband hier, was sortiert ist oder aufgeräumt ist, mit einem Klett, wenn ich das hier löse, dann habe ich hier einmal so einen Schiebregler. Wenn ich den jetzt einmal niederdrücke, dann kann ich das Gurtband bewegen. Und wenn ich es nicht niederdrücke, dann bewegt sich hier auch nichts. Ja? Also das ist eine ganz coole Sache, um eben die Kompression einzustellen und dann auch eben fixiert eingestellt zu lassen. Schauen wir uns das Tragesystem an. Mystery Ranch verwendet hier das Guide Light MT Tragesystem. Hier seht ihr auch schön den Ladezustand, wie viel Gewicht ihr geladen habt. Nee, natürlich nicht. Das ist die verstellbare Futura Yoke. Das ist patentiertes System von Eberle-Stock, was ihr bei vielen Rucksäcken findet. Da habt ihr im Endeffekt hier eine kleine Tasche. In der befindet sich hier so eine Polymerschaufel, die zum Futura Yoke gehört. Also die ist immer mit dabei. Die ist zum einen dient sie natürlich dazu, hier eine Steifigkeit im Tragesystem selbst zu bieten, aber sie ist auch gleichzeitig noch der Verstellmechanismus, denn jetzt kann ich sie quasi außerhalb der Tasche einschieben und damit den Klett lösen. So, jetzt ist er ganz drin. Jetzt seht ihr, kann ich hier diesen Bereich schön verstellen und da sieht man jetzt auch die Batterie-Ladestandsanzeige hier, wie sie sich verstellt. Da kann ich hier wunderbar dann die Höhe an den entsprechenden Torso anpassen, um so das Ganze dann zu fixieren, indem der Klett dann wieder hinten angedrückt wird und die Schaufel wieder im oberen Bereich untergebracht wird. Natürlich auch darf nicht fehlen hier Lastenkontrollriemen, die hier im oberen Bereich zu finden sind, rechts und links. Die gehen dann in das eigentliche Tragesystem über. Dazu kommen wir gleich. Wir haben hier die Träger, die seht ihr, sind auch im Vergleich zu anderen Rucksäcken hier in der S-Form geformt. Also zwar gibt es viele Rucksäcke, die anatomisch vorgeformt sind. Hier hat man noch mal ein bisschen mehr Spiel drin. Und da hat man natürlich dann auch noch mal einen höhenverstellbaren Brustgurt, der dann auch gleichzeitig mit einer Lasche versehen ist, um hier zum Beispiel den Trinkschlauch direkt fixieren zu können. Das ist auch ein sehr schönes Feature, dass man nicht extra nochmal einen Grimlock oder sowas verbauen muss, um hier den Trinkschlauch zu fixieren, sondern hat das hier immer direkt am Brustgurt mit dabei. Das Ganze geht dann über in das Beckensystem. Das ist zweiteilig. Der eine Teil steckt hier vorne in der Polsterung und der zweite Teil ist hier mit einer versteiften Einlage versehen und der endet dann hier im Rahmensystem. Hier hat man Daisy Chain verwendet in Palsbreite, um hier auch Molletaschen aufnehmen zu können. Ich zeige es mal hier, dann sieht man es ein bisschen besser. Und das Ganze ist dann hier vorne mit 40 mm Schnallen gelöst zum Verschließen und natürlich, wie es sein muss, mit einem Pull-Forward-Design, um das Ganze eben schön an den Körper heranziehen zu können. Ja, einziges Manko oder beziehungsweise einziger Kritikpunkt von unserer Seite, wie es bei vielen amerikanischen Rucksäcken der Fall ist, hier hat man einen
offenporigen Schaumstoff verwendet, der natürlich dazu neigt, Dreck anzuziehen, ein bisschen zu fusseln. Ist nur eine kosmetische Geschichte, aber es sei erwähnt, dass bei mehreren europäischen Herstellern hier eine Art Schaumstoff, geschlossener Zellstoff verwendet wird. Und das ist natürlich gerade bei einem Outdoor-Rucksack, der viel auch mit Dreck oder Fremdpartikeln in Kontakt kommt, auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Schreiben zumindest ab und zu Leute bei uns in die Kommentare. Okay, die Besonderheit hier bei dem Frame ist, dass man den Rucksack vom Frame trennen kann. Das heißt, man kann hier das ganze System einmal lösen, um dann zum Beispiel, wenn man auf der Jagd, bei uns jetzt eher nicht so verbreitet, aber vielleicht bei einer Auslandsjagd, wenn ich hier nochmal Ladung unterbringen will, also zum Beispiel das erjagte Wild. Das dreht auch relativ fix. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur hier einmal die Kompressionsriemen an den Seiten öffnen. Dann habt ihr hier nochmal so die ultimative Sicherungsschlaufe, die hier hinten das Frame oben fixiert. Und dann habt ihr hier, das zeige ich gleich, wenn ich das Frame einmal gelöst habe, dann sieht man das nämlich besser. Und den Trinkschlauch machen wir auch mal ab, dass der hier auch frei liegt. So, jetzt kann man das nämlich hier sehr schön sehen. Hier diese beiden Ecken, die klappen quasi hier oben über das Frame und fixieren dann die oberen Kanten hier sauber, damit das Ganze eben nicht sich leicht lösen kann. Jetzt ist das hier unten nochmal mit zwei Fastex-Schnallen verbunden. Die löse ich jetzt auch noch. Und jetzt seht ihr schon, dadurch entsteht hier eine Lücke, die jetzt in dem Fall von der Höhe her ungefähr 5 bis 10 Zentimeter Abstand zum Rucksack gewährleistet. Mystery Ranch sagt auch, das sollte man nach Möglichkeit nicht verstellen. Also man hat hier zwar die Möglichkeit herzugehen und das Ganze hier mit den zwei Schiebern nochmal auszustellen. Also ich mache das jetzt gerade mal ein bisschen auf. Dann seht ihr schon, dann rutscht das weiter raus. Die müsste ich hier auch nochmal lösen, dann die Buckles, damit das hier rausgeht. Aber dann habt ihr auf jeden Fall noch mehr Abstand. Aber Mystery Ranch sagt, lasst das hier in der Default-Einstellung. Einfach aus dem Grund, gerade wenn ihr schwere Ladungen, wie jetzt zum Beispiel in Kanister oder auch Wild habt. Beim Kanister ist es vielleicht nicht ganz so leicht zu erklären, aber bei Wild ist es so, dadurch, dass ihr Gewicht habt, wird es und es nach unten enger wird, trägt sich das Ganze natürlich enger und besser am Körper, als wenn ihr das Ganze dann hier auf die maximale Weite einstellt. Aber wäre auf jeden Fall auch machbar, um eben hier so andere Gegenstände tragen zu können. Und natürlich könntet ihr auch hergehen und das Ganze hier ausfädeln und den Rahmen komplett vom Rucksack lösen, um eben damit dann arbeiten zu können. Jetzt seht ihr hier auch nochmal sehr schön das Guide-Lite MT Frame und das besteht aus Carbonstreben, die hier verbaut worden sind. Einmal in der viereckigen Form außen, dann nochmal mit einer Querverstrebung und nochmal zwei innenliegenden Streben und die zwei laufen auch nochmal höher. Das heißt, da wo der Rucksack hier aufhört, habt ihr nochmal gute 15 Zentimeter, die es nach oben geht, wo dann die Loadlifter richtig schön an den Körper rangezogen werden können. Also ein wirklich gut durchdachtes System. Sehr leicht das Ganze. Der Rucksack hat ein Leergewicht von 3 Kilo insgesamt. Von daher ist das hier auf jeden Fall eine coole Sache für diese Größe von Rucksack. So, machen wir einmal hier die Sicherung wieder zu. Und damit ist das Frame wieder sauber mit dem Rucksack verbunden. Jetzt kann ich hier oben noch die Schnallen mal zumachen. Und die seitlichen Schnallen spare ich mir jetzt gerade mal, weil wir auch gleich nochmal ins Innere wollen. Bevor wir aber in den Rucksack eintauchen, schauen wir uns einmal das Topteil an. Das habt ihr eben auch schon gesehen, das ist abnehmbar. Ist ein zweiteiliges System, kann man auch separat bei Mystery Ranch kaufen, falls ihr einen anderen Pack habt und sagt, ich hätte gerne die Daypack Lite, so heißt sie nämlich. Und dann habt ihr hier diese Tasche. Der Vorteil von dieser Daypack Lite ist, dass man sie durch die Form, die hier in der Mitte quasi komplett eingeschnitten ist, so einsetzen kann, dass sie halt schön über den Rucksack drüber läuft. Man kann hier auch super eine Isomatte nochmal drunter transportieren und hat dann zwei größere Fächer. Das eine ist etwas größer, das andere ist etwas kleiner. Hat man hier nochmal Volumen, um nochmal das Ganze auch als Daypack zu nutzen. Dazu kann man hier einfach Tragegurte
anbringen und kann das Ganze dann separat tragen oder eben halt das Volumen des eigentlichen Rucksacks erweitern. Hier werden auch wasserdichte oder YKK-Reißverschlüsse mit einem wasserdichten Profil verwendet. Hier am Ende nochmal, beziehungsweise an beiden Enden, eine Schlaufe, um Ausrüstung befestigen zu können und natürlich auch immer schön, um hier einen Gegenpunkt zu haben, wenn ich den Reißverschluss schließe, um hier den entsprechenden Zug anwenden zu können. Das ist das Deckelfach. Der Betus lässt sich auch wunderbar ohne tragen. Ihr seht das hier schon. Der hat eine sehr schöne Form. Alle Funktionen sind auch dann ohne die Lid gegeben. Kann ich den Rucksack einwandfrei auch so verwenden, wenn ich denn mit ein bisschen weniger Gepäck unterwegs sein möchte. Auf der Front habt ihr hier 2 Kompressionsriemen. Die lassen sich auch komplett entfernen bei Bedarf, um hier nochmal was anspannen zu können. Zum Beispiel, weil es ja ein Jagdrucksack ist und auch aus den USA kommt, wäre hier im Frontbereich ein Bogen prädestiniert. Das wäre hier machbar. Und natürlich auch Kompressionsriemen über die Seiten. Und die Besonderheit hier ist, ihr habt einen umlaufenden Zipper, der euch Zugriff auf das Hauptfach gibt. Damit fangen wir jetzt auch mal an. Und gucken uns dann nochmal die aufgesetzten Fächer an. Umlaufend, ja, aber nicht ganz. Das haben sie hier wirklich sehr cool gelöst. Das ist der Rucksack ist eher wie ein Koffer oder wie eine Reisetasche designt. Ihr macht hier den Reißverschluss auf in einer L-Form. Und damit habt ihr dann Zugriff auf den kompletten Inhalt. Wenn wir hier schon beim Deckel sind, habt ihr hier auf der Innenseite nochmal zur Organisation Meshtaschen. Eine größere, eine etwas kleinere und auch hier wieder mit jeweils einer Schlaufe rechts und links, um das Ganze gegenhalten zu können oder um nochmal Sachen fixieren zu können. Das ist schon mal sehr cool, um eben schnell an leichte und kleine Gegenstände zu kommen, die im Außenbereich untergebracht sind. Ja, dann haben wir hier das große Staufach. Das ist nicht weiter organisiert. Das heißt, ihr habt hier keine weiteren Innentaschen. Ich zeige euch das einmal nochmal so. Das Einzige, was hier an Unterteilung im Hauptfach zu finden ist, ist ein Einschub im Rückenbereich für eine Trinkblase. Da passt auf jeden Fall auch eine 3-Liter Trinkblase rein. Der Durchgang für den Schlauch ist hier oben mittig, das heißt, ihr könnt rechts oder links den Schlauch rauslegen. Besonders schön gelöst finden wir hier die Toggle-Lösung für die Aufhängung. Ihr kennt das ja, manchmal sind so Klettbänder und die halten alle nicht richtig oder die verrutschen oder sonst irgendwas. Misty Ranch hat hier so einen Toggle verwendet, den kann ich einfach hier mit dem Band einmal drüber führen. Ich habe das jetzt einmal in sich selbst verhakt quasi, damit man mal gut sehen kann zum Lösen. Weil wenn ich das natürlich nur so reinhängen würde, sobald das Gewicht mal wegfällt, wird es wieder rausrutschen. Das heißt, ich kann das aber hier durchführen und beziehungsweise die Paracord durchführen und dann in sich selbst hängen. Und das gibt eine Fixierung, die garantiert eure Trinkblase nicht mehr löst, ohne dass ihr das wollt. So, dann packen wir einmal kurz wieder die Sachen zurück und schauen uns nochmal die anderen Organisationsmöglichkeiten an. Im unteren Bereich habt ihr hier auch nochmal Kompressionsriemen, um zum Beispiel dann einen Schlafsack, wenn er hier dann sitzt, von außen zumindest ein bisschen komprimieren zu können. Ihr habt es ja gesehen, innen drin gibt es keine Unterteilung für ein Schlafsackfach, aber eben kann man hier das Ganze mit diesen Riemen komprimieren oder aber natürlich auch hier im unteren Bereich, wie man das sehen kann, hier ist das Gurtband auch vernäht, um zum Beispiel nochmal was unten fixieren zu können, was die typischen Gegenstände sind, wie eine Isomatte, hat man hier entweder auf der Unterseite oder auf der Front die Möglichkeit dazu. Und man hat hier nochmal seitlich elastische Einschübe, die zum Beispiel für eine Trinkflasche gedacht sind. Hier eine Wildo-Kantin, die passt hier ohne weiteres rein. Im oberen Bereich ist das Ganze ein bisschen versteift, um da auch Halt zu geben, ohne dass man irgendwelche Sicherungsschnüre braucht. Oder auch die altbewährte Nalgene, 1 Liter, passt hier problemlos rein. Oder aber ihr nutzt den ganzen Einschub als Schuh für euren Schaft von der Langwaffe, für den Hinterschaft könnt ihr hier einschieben und dann mit den Kompressionsriemen oben das Ganze fixieren. Gerade für den jagdlichen Einsatz hat man so die Möglichkeit, eben nochmal auch an der Seite eine Waffe zu fixieren, ohne dass man hier groß rumbauen muss am Rucksack. Zum Schluss
für Gegenstände, an die man schnell herankommen muss, gibt es hier nochmal einen seitlichen Zugang für ein nicht unterteiltes Frontfach, was euch eben gerade nochmal Platz gibt für die Regenjacke oder für eine Windjacke oder für eine Isolationsjacke. Das kann man alles hier vorne super unterbringen. Und auch nochmal ein kleines Organisationsfach hier im Top-Bereich. Das ist ebenfalls nicht weiter unterteilt, ist perfekt, aber von der Größe her für ein Brillenetui. Also ist nicht gepolstert. Ihr müsst auf jeden Fall irgendwas mit dazu machen, wenn ihr eine Brille hier reinpackt. Oder eben für ein Monokular oder sonstige kleinere Gegenstände, die man eben schnell im Zugriff haben will. Und auch hier wieder die schönen Laschen und ein Haltegriff. Runde Sache. Kommen wir zum Fazit vom Beartooth. Ob der Beartooth oder der Sawtooth, der etwas kleinere Bruder, der richtige Rucksack für euch ist, das ist keine Frage. Das ist auf jeden Fall der richtige Rucksack. Zumindest, wenn ihr etwas Größeres sucht, um draußen unterwegs zu sein. Mit dem Beartooth 80 spricht Mystery Range unserer Meinung nach nicht nur den Jäger an, sondern auch den ambitionierten Bushcrafter oder Outdoor-Mensch, der eben einfach einen leichten Rucksack sucht, der ohne viel Bullshit, sage ich jetzt mal, ohne viele Außenmolle, blö, bla, blö daherkommt, sondern einfach nur mit den wichtigsten essentiellen Unterteilungen, Trinkflaschen außen und ein außenliegendes Tragesystem, um eben auch mal Holz, Fleisch, Nahrung oder eben einen Kanister zu transportieren, wenn es denn der Bedarf dafür hat. Zudem kann man das Topteil abnehmen, um das Volumen zu verringern. Das heißt, Winter-Sommer-Setup hier darzustellen, ist auch kein Problem, wenn ihr nicht einen 300 Liter Rucksack habt, 300 Liter Schlafsack habt, der hier nicht reinpasst. Ja, in diesem Sinne, den Beartooth 80 gibt es bei Recon Company zu erwerben. Der Link ist unten eingeblendet. Schaut auch bitte mal dazu in den Recon Blog und auf den Recon YouTube-Kanal. Da haben die Jungs von Recon nämlich auch selber mal was getan. In diesem Sinne auch dort mal das Abo dalassen. Und ansonsten wie immer bei uns auch natürlich Abo, liken, Glocke klicken für neue Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.